Es heißt, dass uns rund 60.000 Gedanken am Tag durch den Kopf gehen und dass davon ungefähr 24% negativ sind. Okay, wir haben auch positive Gedanken, das sollen aber nur um die 3% sein. Eine Studie aus dem Jahr 2020 von Wissenschaftlern der Queen's University kommt nur auf 6.000 Gedanken pro Tag. Aber ob nun 60.000 oder 6.000 Gedanken, die Frage ist doch, was macht das mit dir? Und wie würde sich dein Leben verändern, wenn du auf deine Gedankenwelt positiven Einfluss nehmen könntest? Darüber spreche ich in diesem Video. Bleib dran! Jeden Tag denken wir Menschen unzählige Gedanken. Die einen sagen, es sind 6.000, andere behaupten, es sind sogar 60.000 Gedanken. So oder so, es sind sehr viele. Interessanter ist doch, dass etwa 24% dieser Gedanken negativ sein sollen und nur etwa 3% positiv. Und der Rest keine besondere Wirkung hat. Das bedeutet, dass wir einen erheblichen Teil unseres Tages mit negativen Gedanken verbringen, die unser Wohlbefinden beeinflussen. Noch erheblicher ist aber, dass unsere Gedanken wiederkehrend sind. Es sind keine neuen Gedanken, vielmehr beschäftigen wir uns zu 95% mit denselben Gedanken wieder und wieder. Was bedeutet das für uns? Wenn fast ein Viertel unserer Gedanken negativ ist, hat das enorme Auswirkungen auf unser emotionales Wohlbefinden. Diese Gedanken prägen, wie wir uns selbst und die Welt um uns herum wahrnehmen. Vielleicht hast du das selbst schon erlebt. Du wachst morgens auf und hast direkt das Gefühl, dass der Tag anstrengend wird. Schon dieser erste Gedanke beeinflusst, wie du den Rest des Tages wahrnimmst. Alles scheint mühsamer, anstrengender und belastender zu sein und das nur wegen eines einzelnen negativen Gedankens, den du immer wieder denkst. Doch es geht nicht nur um die offensichtlichen negativen Gedanken. Auch die vielen kleinen unbewussten Gedanken, die wir tagtäglich haben, können einen großen Einfluss auf unser Leben haben. Diese leisen Selbstzweifel wie „Ich schaffe das nicht" oder „Ich bin nicht gut genug" begleiten uns oft, ohne dass wir ihnen große Bedeutung schenken. Aber sie haben eine enorme Macht über unsere Gefühle und unser Verhalten. Genau deshalb ist es so hilfreich, unsere Gedanken regelmäßig wahrzunehmen. Wenn wir uns der negativen Denkmuster bewusst werden, die uns immer wieder zurückhalten, können wir sie aktiv verändern. Das Ziel ist nicht, jeden einzelnen Gedanken zu kontrollieren, sondern uns bewusst zu machen, welche Gedanken uns schaden und wie wir sie durch positivere ersetzen können. Doch das ist oft leichter gesagt als getan. Viele negative Gedanken sind tief mit unseren emotionalen Reaktionen verankert. Ein negativer Gedanke löst oft ein unangenehmes Gefühl im Körper aus, vielleicht einen Druck auf der Brust oder einen Kloß im Hals. Diese körperlichen Reaktionen verstärken den Gedanken und machen ihn noch schwieriger zu kontrollieren. Hier kommt EMDR ins Spiel. Eye Movement Desensitization and Reprocessing, in Abkürzung EMDR, ist eine Methode, die uns hilft, die emotionalen Reaktionen auf unsere Gedanken zu verändern. Sie wurde ursprünglich entwickelt, um Menschen bei der Verarbeitung von Traumata zu unterstützen. Doch sie kann auch bei alltäglichen negativen Gedanken und emotionalen Belastungen angewendet werden. Mit EMDR können wir die emotionale Reaktion auf negative Gedanken beeinflussen und sie durch positivere ersetzen. Stell dir vor, du hast einen Gedanken wie „Ich bin nicht gut genug". Dieser Gedanke ist oft mit einem unangenehmen Gefühl verbunden. Mit EMDR kannst du das bearbeiten und diese emotionale Reaktion auf den Gedanken verändern, sodass er keine negative Wirkung mehr auf dich hat. Du kannst ihn sogar in etwas Positives verwandeln. EMDR ist in der Regel sehr wirkungsvoll, weil die Methode tief in unser emotionales Gedächtnis vordringt. Anstatt die negativen Gedanken einfach zu ignorieren oder zu unterdrücken, hilft EMDR dabei, sie an ihrer Wurzel zu verändern. Du wirst feststellen, dass du dich nach einer EMDR-Selbstcoaching-Sitzung klarer, ruhiger und emotional stabiler fühlst. Wenn du erfahren möchtest, wie du konkret mit Hilfe von EMDR Einfluss auf deine Gedanken und deine damit verbundenen Emotionen nehmen kannst, dann empfehle ich dir meine ausführliche Anleitung zum
EMDR Selbstcoaching. Du kannst sie kostenlos herunterladen. Du findest den Link unter dem Video.